Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Folge gucken wir uns mal einen Rucksack an, und zwar ein Assault Pack, und zwar das Modell von London Bridge Trading 1547 Alpha. Der Rucksack wurde Mitte der 90er Jahre entwickelt, und zwar auf Anfrage des 75th Ranger Regiments, also den US Army Airborne Rangern. Die brauchten ein Assault Pack, was gleich verschiedene Aufgaben erfüllen sollte. Nicht nur gut sein für den Funker, sondern auch für den Rifleman, für alle anderen Verwendungen im Regiment. Und dort sieht man diesen Rucksack auch mit Masse. Er hat sich durchgetragen bis in den Global War on Terror und wurde auch noch 2010 in Universal Camouflage Pattern, also in dem UCP der Amerikaner, produziert, in einer etwas neueren Ausführung, die ein bisschen anders, ein paar andere Features hatte, aber ansonsten vom rein optischen Aspekt her noch genau baugleich war. Der Rucksack fasst, so wie er ist, roundabout 49 Liter Gesamt. Dann schauen wir uns den Rucksack einmal im Detail an. Und zwar haben wir hier vorne ein Stück Gurtband aufgenäht in den richtigen Abständen, um wieder Alice-Ausstattung, also alles, was die Alice-Clips hat, hier vorne anzubringen. Zur damaligen Zeit, Mitte der 90er, war das natürlich noch das gängige Tragemittel. Molle kam gerade erst auf. Bei den Amerikanern war zum Teil noch in Testphasen, daher Alice. Hier vorne haben wir ein kleines Fach für so ein bisschen Kleinkram. Ja, wenn der voll gepackt ist, dann merkt man das auch, dann wird die Kapazität hier vorne recht knapp und dann kriegt man dann nochmal irgendwelche Schreibunterlagen oder sowas rein. Und vielleicht mal irgendwelche Kleinigkeiten, die man mal schnell auf dem Marsch braucht, ein bisschen Verpflegung oder so, ne? Dann haben wir dahinter direkt noch ein größeres Fach. Das zeige ich dann nochmal in den Detailaufnahmen. Auch wieder alles mit Reißverschluss, Wasserablaufösen etc. Kommen wir ein Stück weiter. Hier an der Seite haben wir schon eine längliche Tasche aufgenäht, geöffnet mit einem Fastex-Verschluss. Und der ist auch wieder für die Signalraketen. Davon haben wir 3 Stück. Hier ist auch noch eine und die allerletzte hier hinten. Damit natürlich Vorfeldbeleuchtung, eigene Teile markieren etc., was man dann noch so alles macht. Auf der anderen Seite haben wir hier schon einmal das London Bridge Trading Logo mit dem goldenen Löwen, typisch für die Zeit damals. Daneben ist das Motorola Saber Radio Pod für das Motorola Funkgerät. Und zwar Klett an der Front, Fastex-Verschlüssel noch zum zusätzlichen Verschließen und hier nochmal ein einfacher Strap mit Klett, um hier das Funkgerät nochmal drin zu halten. Unten drunter wieder die Wasserablauföse und wird zugeklettet und dicht gemacht. Hier ist ein bisschen ausgeschnitten für die Antenne, die rausguckt. War damals das typische Funkgerät als normale Squad-Kommunikation. Gab es natürlich auch viele andere, aber dafür ist das Ding mal gebaut worden. Dann haben wir hier oben noch Riemen, um den Rucksack zu verschließen und das Ganze dann festzuzurren, ne? Kommen wir zum Hauptfach. Auch wieder Reißverschluss. Ein großes Fach. Und zwar haben wir hier hinten ein Fach für zum Beispiel eine Wasserblase vom Camelback. Hierfür gibt es aber auch noch, oder für die Modelle im Allgemeinen, so einen Einschub aus Kunststoff, um das zu versteifen. Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Ob das mitgeliefert war, gehe ich mal jetzt erstmal nicht von aus. Hat LBT auf jeden Fall später gemacht. Hier kommen schon die ersten Straps entgegen. Also Gurtbänder, um etwas zu fixieren. Hier unten sind die ganzen Gegenstücke noch. Dann hat man einmal die Gurtbänder, die von oben kommen und hier eingeklippt werden. Die von der Seite kommen, hier durchgeschlauft. Und da wird dann das Funkgerät mit fest verzurrt. Ansonsten ein großes Fach, kommt alles das rein, was der Soldat
benötigt für diese Operation. Natürlich nur ein kleiner Rucksack, deswegen auch ein Assault Pack. Da kommen die wichtigsten Dinge rein und alles, was man so für 3 Tage oder für eine Operation mal eben braucht. Dann haben wir oben verschiedene Ports. Einen hier an der Seite, genau auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal ein. Die sind für die Antenne des inneren Funkgeräts. Und dann haben wir hier noch einen in der Mitte für den Camelback. Kann man natürlich auch den Camelback auf einer anderen Seite hier raus machen, aber die seitlichen sind eigentlich generell für die Antenne, je nachdem auf welcher Seite die verbaut ist oder wie das Funkgerät hier reingepackt wurde. Dann gehen wir mal nach hinten. Die Shoulder Straps, also die Schultergurte. Hier oben kann nochmal die Länge eingestellt werden, je nachdem, wie ich den auf dem Rücken tragen will oder wie groß ich bin. Der hintere Teil hier ist auch nochmal ein Padding, also so Schaumstoff drin, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen beim Tragen. Brustgurt, auch wieder Fastex. Hier unten wird auch wieder die Länge dann eingestellt. Und hier haben wir noch die Halterung für den Beckengurt, der ist hier leider nicht dabei. Und Gummibänder, um den Beckengurt dann umzuklappen, zu fixieren. Unten drunter haben wir noch eine Fläche, die auch hier nochmal verstärkt wurde, wo man was gegebenenfalls durchschlaufen kann, noch was befestigen kann mit Riemen, vielleicht nochmal einen Schlafsack drunter knallen und eine große Wasserablauföse. Und dann haben wir hier noch eine Besonderheit, und zwar die Eigenschaft, die den Rucksack jumpable macht, die Verbindungsstücke für das Fallschirmsystem. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, kommentiert gerne, wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen, wie auch immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.